Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing zu einem weiteren Technikvideo. Ich hatte es in vorangegangenen Videos zum TPU 3D-Druck und im Technikvideo zur Yamaha RD Rennmaschine bereits erwähnt, dass ich an einer verbesserten Version eines Ansaugstutzens für die Yamaha RD arbeite und darum soll es in diesem Video gehen. Also bleibt dran! Ja, die Ausgangssituation an meiner Yamaha RD 250 Rennmaschine war diese, dass ich gerne die Mikuni VM30 Rundschiebervergaser verwenden wollte, diese aber nicht in die originalen Ansaugstutzen passen. Dementsprechend hatte ich mir ein paar Ansaugstutzen gekauft aus dem Zubehörprogramm des Yamaha Banshee Quads. Die passen auf den Motor. Der Vergaser passt vom Anschlussdurchmesser dort hinein. Aber strömungstechnisch ist das nicht ganz das Optimum, so dass ich angefangen habe, selbst einen optimierten Ansaugstutzen zu entwerfen und den aus TPU im FDM 3D-Druckverfahren herzustellen. Aber zum besseren Verständnis zeige ich euch das Ganze jetzt erstmal in der Werkstatt. So, hier habe ich jetzt mal aufgereiht, die einzelnen Evolutionsstufen. Das ist der originale Membrankasten des RD-Motors mit einem rechteckigen Einlass. Und das ist der originale Ansaugstutzen dazu mit dem Durchlass von 28 mm für den Originalvergaser, der dann auch hier auf so eine Art Rechteck übergeht, was sich dann mit diesen beiden Laschen exakt hier reinsetzt. Das erste Problem, was man dann hatte, ist, dass der 30 mm Mikuni-Vergaser einen wesentlich größeren Anschlussdurchmesser hat. Man sieht dann vom Durchmesser her, man hat keine Chance, den hier reinzubekommen. Also habe ich mir zunächst diesen Zubehör-Ansaugstutzen besorgt aus dem Zubehörprogramm des Yamaha Banshee Quads. Der ist extra für diesen Vergaser gemacht, der geht hier sauber rein. Und im ersten Schritt habe ich den dann auf den Originalmembrankasten gesetzt. Der hat hier eine Öffnungsweite von 38 mm und ist zudem rund. Wenn ich den jetzt natürlich hier drauf setze, sieht man von rund auf rechteckig, dass da innen natürlich hier diese Kanten zu sehen sind. Also strömungstechnisch alles andere als optimal. Dann habe ich mich im nächsten Schritt dazu entschlossen, auf die V-Force 3 Membrankästen umzubauen. In diesem Fall ist das ein Membrankasten für die Yamaha YZ85, also die Motocross-Maschine. Der Membrankasten hat jetzt im Gegensatz zu dem Original-Membrankasten einen runden Einlass mit 30 mm Durchmesser. Dann habe ich diesen Ansaugstutzen hier mit 38 mm hier drauf gesetzt. Jetzt sieht man natürlich auch hier, der 38 mm Durchmesser trifft dann hier innen auf den 30 mm Durchmesser, wodurch hier innen ein Rand stehen bleibt. Zudem ist es jetzt so, dass der Vergaser ja nur einen Durchlass von 30 mm hat. Das heißt, der Durchlass von 30 mm geht auf 38 und trifft dann wieder auf diesen 30er Einlass, zudem hier auf eine relativ scharfe Kante. Und die Strömungslehre hat uns gelehrt, wenn ich ein Medium, in diesem Fall das Benzin-Luft-Gemisch, durch ein Rohr leite, dessen Durchmesser größer wird, sinken sowohl der Druck als auch die Strömungsgeschwindigkeit. Also ist das hier auch wiederum alles andere als optimal. Angelehnt an das Design und die Geometrie des Originalansaugstutzens und des zugekauften Yamaha Banshee Ansaugstutzens habe ich mir dann ein entsprechendes 3D-Modell in CAD erstellt. Hier war es mir möglich, den Winkel des Stutzens anzupassen und auch die innere Geometrie für den Vergaser und den Anschluss zum Motor entsprechend zu optimieren. Dieser Ansaugstutzen wurde dann anschließend aus TPU, thermoplastischem Polyurethan, im FDM 3D-Druckverfahren gedruckt. Meine
Eigenkonstruktion sieht dann folgendermaßen aus. Man hat hier ebenfalls einen Einlass von 30 mm, wo sich der Vergaser dann direkt drüber setzt, und dieser setzt sich dann wiederum sauber auf den Membrankasten. Wenn ich jetzt hier den Vergaser einmal montiere, so kann man jetzt sehen, dass man hier einmal einen sauberen Durchgang hat von 30 mm ohne Kanten und dieser sich wiederum dann sauber auf diesen Membrankasten setzt. Und so soll das Ganze jetzt erstmal am Motorrad montiert werden. Ja, so sieht das Ganze jetzt fertig montiert aus. In den Ansaugstutzen, die es zu kaufen gibt, beziehungsweise in den originalen Ansaugstutzen, ist da natürlich zum Verschrauben eine Metallplatte in dem Gummi mit eingespritzt. Das war im 3D-Druck natürlich nicht so einfach umzusetzen, deswegen habe ich mir hier eine Aluplatte fräsen lassen, die sich da praktisch oben drüber setzt und den Flansch dann nach unten drückt und den hier mit noch einer zusätzlichen Papierdichtung, die ich mir gelasert habe, gegen den Membrankasten dichtet. Das macht jetzt soweit erstmal einen guten Eindruck. Ich habe leider keinen Leistungsprüfstand in Reichweite, um da jetzt mal einen A-B-Vergleich zu fahren. Aber da ich das Motorrad schon einige Jahre fahre, denke ich mal, dass ich das so merke, was sich da verändert oder ob sich da was verändert. Wie schon angesprochen, hatte ich es ja in ähnlicher Form schon mal einem Test unterzogen und das war ganz erfolgreich. Und das Ganze wollen wir jetzt nochmal machen und deswegen geht es jetzt damit auf die Rennstrecke. Natürlich konnte man jetzt im Onboard-Video aus Oschersleben nicht direkt erkennen, ob der Motor damit jetzt tatsächlich wesentlich besser läuft. Ich selbst als Fahrer konnte allerdings bemerken, dass der Durchzug aus den unteren Drehzahlbereichen ein wenig besser geworden ist. Teilweise hat der Motor in diesem Bereich sogar etwas überfettet, wodurch sich wieder ein wenig Potenzial für die Optimierung der Vergaserabstimmung ergibt. Immerhin hat mich ein Fahrerkollege von sich aus angesprochen und angemerkt, dass die ERD im direkten Beschleunigungsduell mit seinem Motorrad jetzt wohl etwas besser geht. Das hat sich auch mit meinen Beobachtungen gedeckt. Auch rein mechanisch haben die Ansaugstutzen ein komplettes Wochenende durchgehalten und dementsprechend werde ich die jetzt
erstmal auf dem Motorrad montiert lassen und schauen, ob ich da über die Abstimmung hier und da doch noch ein bisschen was rausholen kann. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Likes und wer es noch nicht getan hat, darf den Kanal hier gerne noch abonnieren, um in Zukunft keine Technikvideos und Rennstreckenvlogs zu verpassen. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.